Hallo Holzfreunde! Wenn ihr wissen wollt, wie man für eure Projekte Glas schneidet, dann bleibt dran. Auch für eure Projekte als Holzwerker kommt es immer wieder vor, dass man passgenaue Glasscheiben braucht. Hier zeige ich euch, wie man ganz einfach Glas schneidet. Hier möchte ich eine 2 mm Glasscheibe für einen Bilderrahmen zurechtschneiden. Ohne Probleme lassen sich am besten Glasstärken von 2 bis 5 mm schneiden. Ganz wichtig ist es zuerst, die Oberfläche des Glases gründlich zu reinigen. Jetzt zeichnet man sich den Schnitt mit einem wasserfesten Stift an. Für den Schnitt braucht man jetzt Glasschneideöl. Man kann aber auch ganz normales Sonnenblumenöl aus der Küche benutzen. Hier streiche ich die spätere Naht ganz leicht mit Sonnenblumenöl ein. Für den Schnitt benutze ich hier diesen einfachen Glasschneider aus dem Baumarkt. Der hat 6 wechselbare Rädchen. Für die Führung brauchen wir noch eine Schiene. Ich benutze hier ein Stück gerades MDF. Jetzt wird der Glasschneider mit der flachen Seite an der Schiene angelegt und mit einem Zug und etwas Druck über die Glasscheibe geführt. Wichtig ist, dass ihr nur einen Zug macht und von Anfang bis Ende einen gleichmäßigen Schnitt macht. Das Glas ist jetzt nicht durchgeschnitten, sondern nur ganz leicht angeritzt. Um das Glas genau an der Schnittkante zu brechen, lege ich jetzt diesen 3 mm Bohrer genau unter die Schnittkante. Meine beiden Hände lege ich jetzt links und rechts im gleichmäßigen Abstand auf das Glas und mit einem beherzten gleichmäßigen Druck auf die Scheibe bricht die Scheibe jetzt direkt an der Naht. Jetzt das Ganze im Schnelldurchlauf nochmal für die andere Kante. Anzeichnen, mit Öl beträufeln, schneiden und brechen. Die scharfen Kanten vom Glas könnt ihr jetzt mit einem Schleifstein bearbeiten. Das funktioniert soweit auch sehr gut. Passend tut das Ganze jetzt auch. Wollt ihr meinen Kanal unterstützen und noch mehr Videos von mir sehen? Dann abonniert meinen Kanal.